Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider. Das nenne ich mal eine coole Karre, mit der unser Gast heute vorfährt. Dass er Oldtimer sammelt, wussten wir. Aber dass er damit um die Ecke kommt, er hat sich nicht lumpen lassen und das ganz dicke Ding aus der Garage geholt. Wer da wohl drin sitzt? Hier ist der stolze Besitzer, HP Baxter. Hey, hallo Inka. Herzlich willkommen, Hi. schön, ich freue mich. Also ich muss sagen, Seltenheitswert, so eine Karre sehen wir selten auf unserem bescheidenen NDR-Parkplatz. Ja, gut, das kann sein. Die sieht man ja leider viel zu selten, solche Autos. Ist das ein ganz normales Alltagsfahrzeug oder hast du es rausgeholt, weil du hier einen großen Moment hast, Also bei uns zu Das kommst? Natürlich in erster Linie, aber ich fahre auch tatsächlich sehr gerne im Alltag mit den alten Autos. Das hat so eine beruhigende Wirkung, ist sowieso mein Hobby. Und wenn man so, einen stressigen Tag hatte und steigt so gemütlich in den Oldtimer, man fährt auch viel ruhiger und entspannt sich. Also das ist echt cool. Das war jetzt ein Rolls-Royce. Welches Baujahr, welcher Jahrgang? Also das ist ein Baujahr 64er Rolls-Royce Silver Cloud 3 Mulliner Parkward, eine Sonderkarosserie. Da wurden nur 100 von gebaut. Alle Oldtimer-Fans im Norden wissen jetzt, wovon du sprichst. Und die Kinnlade steht schon unten. Ist es so ein Auto, für das du schon lange schwärmst, was du dir nach langer Zeit endlich gefunden hast? Oder sucht man sich sowas im Katalog aus? Nee, also das ist ja auch das Schöne an so einem Oldtimer. Man kann nicht einfach losgehen und sagen, oh, den will ich haben, den kaufe ich jetzt. Ja. Den habe ich jetzt 5 Jahre gesucht. Ich kannte das Modell früher gar nicht. Ich bin da mal drauf gestoßen, habe ich einen Bericht gelesen, dass Kate Moss so ein Modell fährt. Ja. Und ich fand das so cool, die mit so einem schwarzen Hut und ihrem Punkmusiker damals noch. Ja. Und dann dachte ich, ey, der Wagen ist echt cool. Und da habe ich jetzt, ja, also wie ich lange gesucht, überhaupt einen zu finden. Und dann noch einen zu finden, der auch noch vom Zustand halbwegs okay ist. Also nicht so leicht. Und schraubst du da auch selbst dran rum? Oh, ich wünschte, ich könnte es, aber ich habe eine super Werkstatt in Hamburg und also so ein bisschen kenne ich mich schon aus. Ich bin heute Morgen liegen geblieben. Ich wusste entweder es ist die Benzinpumpe oder der Zündverteiler. Und dann kam mein Monteur und der sagte, es ist Zündverteiler. Also statt schicke Haube aufmachen, rufst du dann direkt jemanden an, der es besser kann. Ja, aber schlimmer als liegen zu bleiben ist eigentlich in der City, dass danach dann alle 2 Sekunden einer ankommt. Ey, kann ich mal ein Foto oder brauchst du Hilfe und was weiß ich. Also, aber ist ja auch rührend. Aber ist ja ohnehin, ich meine, wenn du mit dem Auto auftauchst, da gucken doch alle. Ja, gut, das stimmt. Ja, und wenn du nach Leer fährst, in deine alte Heimat nach Ostfriesland, da ist recht, ne? Ja, also da sieht man das vielleicht noch seltener. Aber fahre ich auch gerne hin, gerade jetzt im Sommer, wenn man dann noch mal das Dach runter machen kann, so schön die Landschaft genießen. Das ist schon toll. Also echt ein sehr, sehr spannender Anblick. Ja. Eine coole Karre, wie gesagt. So ein Rolls-Royce sieht man ja wirklich nicht aller Tage. Und jetzt Pandemie, da hast du wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Du sagst ja gerade, entspannt fahren. Das Auto tatsächlich auch zu nutzen, ne? Sonntags spazieren gehen, spazieren fahren. Ja, man hat ja nicht die riesengroße Auswahl, also da bietet sich das an und da bin ich ganz froh, dass man so ein Hobby hat, was man dann noch ausüben kann. Ne? Ja, die neuen Maßnahmen, überall Ausgangssperre, HP, wie kommst du damit klar? Bist du jetzt auch nur noch zu Hause? Ja, also die meiste Zeit tatsächlich, ne? Was willst du groß machen, aber gut, ist wie es ist im Moment, nervt richtig, Also am schlimmsten finde ich eigentlich so, dass man eben nicht auf die Bühne kann. Das ist das, was ich am liebsten tue. Das ist jetzt seit über einem Jahr, aber da bin ich nicht der Einzige, weiß ich auch. Nur trotzdem ist man ja betroffen und das nervt dann einfach. Ne? Hast du sowas wie Entzugserscheinungen? Kein Publikum, kein Hyper, kein Rave? Ja, also allein so, das ganze Leben ist ja völlig anders. Also es gibt vielleicht die meisten, die dann noch irgendwie ihren Job so ganz normal ausüben, in Anführungszeichen. Aber bei mir ist das ja völlig weg. Das Einzige war halt im Studio. Da konnten wir arbeiten. Letztes Jahr haben wir ein neues Album produziert. Das war ein Glück, dass wir das bei uns auf dem Programm hatten. Ansonsten bin ich ja immer unterwegs. Ne? Ich mag auch gern so andere Städte, andere Länder. Dieses ganze Leben so mit der Band. Das heißt, du bist im Hotel, dann im Backstage-Raum, dann auf der Bühne, das Publikum, die Atmosphäre und das fehlt natürlich. Ne? God Save the Rave, neue Album, haben wir hier auf dem Tisch. Seit einer Woche auf dem Markt, sprechen wir natürlich auch drüber. Aber du hattest selbst auch Corona, ne? Ja, das ist schon ein bisschen her. Das war im Oktober und war aber ein leichter Verlauf zum Glück. Und ja, also ich bin auch noch immer immun. Ja. Gott sei Dank, aber mal gucken. Also nur so ein bisschen Grippesymptome, aber ansonsten schlapp? Ja, ich hatte eigentlich nur so, die Nebenhöhlen waren so ein bisschen zu. Ich fühlte mich sehr schlapp. Also 2 Wochen. Nach der 3. war ich eigentlich schon fast wieder fit. Und nach 4 Wochen habe ich dann auch wieder ganz normal alles gemacht, Sport und so. Ja, glücklicherweise, weil es gibt ja genug. Und gerade als Sänger auch mit Langzeitfolgen, Lungenkrankheit ist ja tatsächlich, wir wissen, ernstes Thema.
H.P. Baxter, Hyper, Frontmann von Scooter, der erfolgreichsten deutschen Band, muss man echt sagen. Über 30 Millionen Alben habt ihr verkauft. Ja, da gibt es schon ein paar, aber wir gehören vielleicht mit dazu. Ja, schon, auf jeden Fall. Ist heute unser Gast. Und Bernd Diekmann und Andreas Moll bitten auf die Bühne und lassen uns gleich zu Beginn, wie es zu euch passt, ordentlich krachen. Flammend, flackernd, fesselnd. Sein Sound haut richtig rein. Einer unserer größten Popstars, Hans-Peter Gerdes oder besser H.P. Baxter, das Gesicht von Scooter. Scooter begeistert die Massen, einprägsame Texte, Techno-Beats zum Tanzen und Feiern. Mehr als 30 Millionen verkaufte Tonträger, Hits. Und auch in der Corona-Krise lässt er sich nicht ausbremsen. 2020? Er will wieder spielen und schauten. Der Kopf der Band Scooter, H.P. Baxter. Ja, lief gerade echt super, ne? Die ganze Chose. Nach 30 Jahren ohnehin, dass ihr nach wie vor so gefragt seid und so volle Häuser habt, ist ja auch schon ein super Erfolg. Wo hat euch die Pandemie erwischt, die Vollbremsung dann tatsächlich? Ja, also das war im März. Also ich glaube, die letzte Show hatten wir am 14. März 2020 in Moskau. Wir waren einen Tag vorher in St. Petersburg. Und da war das schon vage, ob die Show überhaupt noch stattfinden kann. Da habe ich gesagt, oh, hoffentlich findet das noch statt und so, sonst sitzen wir da umsonst. Auf jeden Fall, das hat noch geklappt, aber wir sind dann am nächsten Tag, am 15. März, gerade noch raus mit dem letzten Flieger über Wien. Und dann war mein Geburtstag am 16., da war alles schon zu. Ah, und dann blieb es auch zu? Dann blieb es auch zu. Am Anfang haben wir gedacht, na gut, mal sehen, so 2-3 Monate. Dachten ja alle, im Sommer geht's dann weiter. Aber denkst du, ne? Ja, das heißt, ihr habt am Anfang auch tatsächlich noch neue Hallen gebucht und noch geplant. Und habt ihr damit jetzt aufgehört mit dem Neuplanen und Neubuchen? Ja, also es geht im Moment eher darum, was holen wir wann nach, wann geht's überhaupt. Wir haben manche Sachen schon zum zweiten Mal natürlich verschoben. Das Einzige, wir haben jetzt unsere Tour announced für 2022 zum Album. Ja. God Save the Rave ist jetzt heraus. Und gehen einfach davon aus, manchmal muss man so für sich selbst auch so Tatsachen schaffen. Wir haben jetzt so die ganzen Tour-Dates, das ist im Vorverkauf. Für uns geht's dann los. Ich meine, ihr habt die Stimmung, die jeder hat, auch musikalisch umgesetzt und echt einen coolen Song geschrieben. Das war ja fast sowas wie die Corona-Hymne eigentlich. Ja. Sag selbst Fuck 2020. Genau, wir haben natürlich den Song Fuck 2020, yeah. Man kann ja nicht anders, man muss mitmachen. Ne? Ja. Ich sage ja immer, wenn man im Studio ist und man komponiert so einen Track und in dem Moment, wo man so wie ich mitwippt, ne, dann weiß man, es geht jetzt in die richtige Richtung. Aber Fuck 2020, ich meine, man hätte es ja nicht besser auf den Punkt bringen können. Ihr müsstet jetzt eigentlich nur die Jahreszahl austauschen und dann habt ihr einen aktuellen Song. Ja, das wurden wir jetzt auch schon mehrfach gefragt. So alle so, ja, wieso? Zu 21 ist ja noch schlimmer. Ja. Ich sag, gut, vielleicht machen wir einen Remix, mal gucken, zum Jahresende, mal sehen, wie es wird. Aber ihr habt die Zeit tatsächlich genutzt und habt im Studio ein neues Album gemacht. Ja. Merkst du, dass es aufgrund dieser anderen Stimmung auch ein anderes Album geworden ist? Ja, schon. Also bei einigen Tracks bin ich auch textlich so drauf eingegangen. Also erstmal natürlich Fuck 2020 war das erste. Da haben wir eine Nummer, die haben wir jetzt auch als Single, die heißt Groundhog Day. Das ist ja der Originaltitel vom Film und täglich grüßt das Murmeltier, weil ja auch der Tagesablauf, wie ich oft sehr identisch ist. Und das habe ich auch in diesem Song, wie man so sagt, verarbeitet. Und ja, auch von der Produktionsweise. Wir haben nie so viel Zeit gehabt, ne? Sonst bist du immer rausgerissen, Wochenende, eine Show, Promotion. Und jetzt war ja monatelang eigentlich gar nichts das ganze Jahr. Ja. Und es hatte den Vorteil, dass wir noch nie so viel Zeit und Ruhe hatten. Den Nachteil, dass manchmal so ein bisschen die Inspiration und die Sicht von außen fehlt. Wenn du auch mal im Backstage-Raum eine Nummer hörst oder so, ist die Gefahr, betriebsblind zu werden, größer, wenn du immer nur in einem Studio sitzt. Ja, das sagen ja viele, die Impulse fehlen einfach. Ja, sonst hat man durch einfach auf der Straße sitzen, gucken, andere Leute sehen, in Urlaub fahren, kriegst du ja ganz viele Eindrücke. Die machen ja was mit einem. Ja, und auch diese Feierei, wenn du so nach einer Show so völlig aufgedreht, voll Adrenalin und dann kommen auch manchmal so Textideen oder irgendwie sowas einfach, ne? So aus der Laune, aus der Euphorie heraus. Und das fehlt natürlich dann. Ja, ist immer ein bisschen wie ein Kaltstart jetzt, ne? So aus der völligen Ruhe, so Rave. Ja, zum Glück hatten wir schon eine ganze Reihe an Ideen gesammelt vorher, also dass man nicht so völlig so ins Leere produziert hat. Ne? God Save the Rave. Erinnert so ein bisschen an God Save the Queen. Ist es Zufall? Die hat ja heute Geburtstag. Du liebst Großbritannien, britische Autos. Ist das auch eine Hommage? Also so ein bisschen natürlich mit dem Augenzwinkern. Deswegen haben wir auch diese Schrift so gewählt, diese
ausgeschnittenen Zeitungsschnipsel, so, das ist schon in Anlehnung an Sex Pistols so ein bisschen. Song und vor allem ein super Video. Ich meine, das ist sowieso eure Stärke, ne? Ihr habt einfach unglaublich starke Videos jedes Mal. Ja, danke erstmal. Also meist oder oft. Es gibt natürlich zwischendurch auch mal so ein paar Videos. Ja, gut, das ist vielleicht auch manchmal das Budget nicht so. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das auch immer noch wichtig und macht ja auch Spaß. Ich mag auch gern, wenn das so einen leicht witzigen Aspekt hat oder so mit so einem Augenzwinkern ist. Ne? Was würdest du überhaupt sagen, 30 Jahre auf der Bühne, 30 Jahre erfolgreich, 20. Album, 80 Goldene und Platin. Was macht den Erfolg von Scooter aus? Man könnte ja auch sagen, okay, so ähnlich hat sich es vielleicht auch damals schon angehört oder hört sich es ganz anders an? Ja, ist immer schwer zu sagen, aber bei uns ist es so, wir haben einfach immer weitergemacht. Also es gab ja auch Phasen, wo es mal nicht so lief oder wo es nicht ganz so erfolgreich war. Ich weiß noch, als so der große Hype vorbei war, so nach den ganzen 90ern und so, ja, da gab es schon mal Zeiten, wo man dann nicht jede Nummer Top 10 hatte und wo es auch live noch nicht so gefragt war wie heute. Das ist ja auch, haben wir uns auch wirklich über Jahre erarbeitet, diesen Live-Sektor und mittlerweile so die ganz großen Festivals. Also das ist für einen selber natürlich auch immer toll und immer wieder eine Motivation, einfach dann auch weiterzumachen. Oder wenn es mal nicht so läuft, zu sagen, okay, das wird sich auch wieder ändern. Du singst ja nicht wirklich, du schautest. Kannst du überhaupt richtig singen? Also manchmal ja, wenn ich richtig Lust habe und die Tonart stimmt. Und hörst du noch was? Weil es ist ja mega Lautstärke immer. Also ich muss schon sagen, ich habe so leichte, ich habe mal einen Hörtest gemacht vor nicht so langer Zeit. Also so in bestimmten Frequenzen, eigentlich wo die Sprache sich befindet. Das ist leider beim Fernsehen oft problematisch. Meine Freundin sagt immer, mach mal leiser und ich immer, ich höre nichts. Also ein bisschen merkt man schon. Ja, zumal, ihr habt ja so Backstage-Rituale und da gehört ja auch zu, dass ihr euch richtig nochmal vorm Auftritt zudröhnt, volldröhnt, ne? Also musikalisch, oder? Ja, also bei mir hat sich das so, dass ein Kumpel sagte mal, das sei die Fortsetzung meines Zimmers. Ich hatte früher ein Jugendzimmer, da haben wir uns immer getroffen, so vorglühen, voll aufgedreht. Und das habe ich mit Scooter dann so übernommen. Also statt das Zimmer ist es jetzt der Backstage-Raum. Und da hat man so 2 Stunden vor der Show, wo man so richtig nochmal aufdreht und sich in die Stimmung bringt. So. Aber vorglühen heißt dann auch, man kippt sich schon mal ein. Ja, also natürlich in Maßen, weil du musst ja auch performen, aber das kann man dann hinterher machen. Aber so leicht, so 1, 2 Drinks kann man schon mal machen. Also Beschallung und ein kleines Besäufnis, so kurz, um auf Tour zu kommen. Ja. Na, ich meine, früher hat man, um irgendwie kurz vorher noch mal bei der Party was zu kippen, hat man so schön so einen Cola Asbach oder so getrunken oder Cuba Libre. Du erinnerst dich an die Zeiten, Disco, 80er, 90er Jahre. Charlie. Genau. Oder, glaube ich, nur einen kurzen Schluck rein. Wie heißt das nochmal? Ein Cola und ein Korn. Cola, Korn. Genau. Aber das war die alte Zeit. Und was noch alles damals so in war, in der Disco-Zeit der 80er, das zeigt Jens Brombach. Da will man auch schon wieder, ne? Time of my life direkt mitmachen, wie damals im Candy in Rüsselsheim. Werden da bei dir Erinnerungen wach? Warst du ein Disco-Gänger? Ja, also wirklich. Das war meine ganze Jugend eigentlich. Ja. Und zum Glück hab ja in einer Kleinstadt, Leer aus Friesland bin ich aufgewachsen. Und wir sind immer alle mit dem Fahrrad in die Disco. Wir brauchen also nicht mit dem Bus, das war toll. Konntest du bis zum Schluss bleiben. Und da gab's ja auch Chimera, Dacia und dann, oder man fuhr nach Aurich ins Old Inn mal ab und zu. Also die Läden sahen alle gleich aus. Und Schwarzlicht, ne, kennen wir auch noch, wo dann man jede Fluse darauf gesehen hat, auf der schwarzen Klamotte und so. Und bei mir sah das immer aus, also die Haare dann in diesem Schwarzlicht, also wie ein Außerirdischer, ne? Also ich leuchtete noch mehr mit den blondierten Haaren. Hattest du damals schon blondierte Haare? Ja, ich habe die schon, also das erste Mal 1983 blondiert. Also das ist da warst du, warte mal, was bist du für ein Jahrgang? Da war ich 65er? 5. Ja. Nein. Nee, aber auf jeden Fall Pubertier warst du. Ja. Und da hast du zum ersten Mal schon blondiert. Ja. Und seitdem ist es so geblieben bei der Farbe. Ich bin ja so ein Ritual- und Traditionsbewusstsein. Also einmal damit angefangen, dann machst du da dein Leben lang mit weiter. Lebensende. Wie ist die Ursprungsfarbe? Was hast du drunter? Und so mittelblond eigentlich, ja. So dieses habe ich seitdem nie wieder gesehen, nur als Ansatz. Du hast sowieso damals schon, glaube ich, recht avantgardistisch ausgesehen. Ich meine, es war die Zeit von The Cure und Depeche Mode. Ja. Da warst du allein in Leer oder gab es da so eine ganze Gang? Sah die alle es gab so vereinzelt ein paar Typen, die sich auch so gestylt haben, aber sehr wenig. Also man fiel doch sehr auf und natürlich war das so der Einfluss damals, Depeche Mode, The Cure, Soft Cell.
Also, und da wollte ich auch so aussehen wie die und naja, habe das einfach ausprobiert. Und auffallen war auch dein Ding. Also du wolltest gerne rausstechen aus der Menge. Ja, schon. Also irgendwann versucht man ja so ein bisschen auch auszuprobieren, ja, wer ist man? Und ich war auch vorher, also schon so ein bisschen schüchterner eigentlich. Ne? Und dann irgendwann dachte ich so, ja, und da konnte ich mich so auch in diesem Outfit irgendwie mich damit so identifizieren. Ja. Und dann war man auch plötzlich so, als Typ wurde man eher wahrgenommen, als wenn du aussiehst wie alle anderen. Und nö, das war schon cool. Hattest du denn damit Jungsfreunde? Weil wenn man da so anders aussieht, die haben Fußball gespielt und du bist einer gewesen. Du hast ja auch schon geschminkt früher, ne? Ja, also plattenblonde Haare, schon doll geschminkt, Kajal und so. Konnten die Jungs da was mit anfangen oder fanden es eher die Mädchen cool? Ja, also eigentlich schon. Ich hatte ja auch viele gute Kumpels und so, aber einige, die man nicht kannte, haben schon schräg geguckt manchmal. Die Mädels fanden es eigentlich immer toll. Da hat man auch mal so Tipps ausgetauscht. Eigentlich war das relativ harmlos und total nett. Und wie fand's deine Mama? Also meine Mutter hat sich dann doch manchmal da ein bisschen aufgeregt und gesagt, so sitzt du hier nicht, aber am Abendbrottisch, geh in dein Zimmer. Also das kam auch mal vor. Ja. Aber im Großen und Ganzen waren meine Eltern ziemlich tolerant. Die mussten einiges ertragen. Wir haben uns ja auch immer bei uns getroffen mit allem Mann und auch nach der Disco noch bei uns Burger gebraten um 4:30 morgens. Und da wüsste ich auch nicht, wer das alles so mitmacht. Also da waren die schon sehr gut. Ja, da kommst du echt aus dem liberalen Haus. War damals nicht üblich, ne, dass die Eltern schon so locker drauf waren tatsächlich. Wir hatten ja noch Eltern, die Eltern waren und keine Freunde, wie das heute eigentlich der Fall ist. Ne? Das stimmt. Wusstest du damals schon, dass du irgendwie Popstar werden willst? Oder wann ist die Musik so in dein Leben gekommen? Ja, das war recht früh eigentlich. Also mit 13 habe ich schon in der ersten Schülerband gespielt. Dann hatte ich mit 15 meine erste eigene Band, damals noch als Gitarrist. Früher sah ich mich so in der Rolle als großer Gitarrist. Habe dann irgendwann gemerkt, Talent ist zwar da, aber reicht nicht aus. Dann kam New Wave, ganz andere Musikrichtung. Aber für mich war immer klar, wenn, möchte ich wie ich möglichst im Rampenlicht Popstar werden. Das war gerade so, wenn man jugendlich ist, hat man ja auch noch so diese Flausen. Und bei mir waren das mehr als Flausen. Ich habe das wirklich ernst genommen. Aber ich dachte, sollte das nicht klappen, will ich wenigstens irgendwas mit Musik zu tun haben. Also Plattenfirma oder sowas. Ja, und bist ja dann auch durch ein Praktikum eigentlich bei einer Plattenfirma mehr oder weniger entdeckt worden, ne? Genau, als es mit dem ersten Karriereversuch mit der ersten Band nicht geklappt hat, habe ich dann ja eine Zeit lang in Hamburg bei der Schallplattenfirma Edel gearbeitet. Und da hat sich das dann entwickelt in eine ganz andere Richtung. Dann plötzlich hat das dann doch funktioniert, aber mit einer ganz anderen Musik, mit einer anderen Band. Und dann kam auch schon Hyper. Und Hans-Peter Gerdes, dein eigentlicher Name, hattest du den da noch? Und war das ein Künstlername, wo du gedacht hast, ey, ich werde jetzt bekannt, jetzt brauche ich auch mal einen coolen Namen? Nee, das hatte ich, also den Namen H.P. Baxter hatte ich schon seit meiner Abi-Zeit so ungefähr. Das hatte ich auch schon bei der ersten Band. Aber das hat dann auch niemand so richtig interessiert. Aber wie kamst du da drauf, auf den Namen? Ich glaube, das habe ich schon 200 Mal erzählt. Ich habe es noch nicht gehört. Ich fasse es ganz kurz. Mein Chemielehrer hat mich HP genannt. Das war damals, haben alle über J.R. Ewing gesprochen. Ich glaube, das kam durch J.R. Und Baxter hat eine Mitschülerin erfunden für die Abi-Zeitung. Die hat mich gefragt, wie willst du dich denn nennen? Und da habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Und da meint sie, nenn dich doch Baxter. Und dann hieß ich HP Baxter. Da kannst du ihr bis heute dankbar sein für diesen coolen Namen. Ne? Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich sagt auch kaum mehr einer, vielleicht Eltern, Hans-Peter? Oder Meine bist du für alle Hans-Peter, und manchmal sagt das heutzutage auch schon mal so jemand. Mittlerweile finde ich es auch nicht schlimm. Damals fand ich das nicht so, fand ich so ein bisschen altmodisch, den Namen. Heute ist das ja sogar eher wieder ganz cool. Das sind so die Namen Karl, Hans-Peter, genau. So heißt man heute wieder. Die Kleinen heißen heute wieder so. Und deine Mutter ist tatsächlich eine deiner größten Fans, ne? Ja, also meine Mutter ist, wenn wir im Norden spielen, eigentlich fast immer dabei. Und die sitzt auch auf heißen Kohlen, dass es wieder losgeht. Ja. Und naja, das ist auch toll, muss ich sagen. Ach, schön, ihr habt auch ein ganz enges Verhältnis. Du bist ja auch noch oft in Leer. Ja, ich fahre dann gerne mal nach Leer. Zum Rouladen essen. Und Tee trinken. Was du alles weißt. Ja, du, ich kenne dich schon, ohne dich zu kennen. Wir haben ja auch schon mal hier zusammen gesessen, aber es ist 15 Jahre her. Ich habe ganz viel vergessen, deshalb bin ich froh, dass du mir das alles noch mal erzählst. Ja, aber das konnte ich gar nicht glauben, 15 Jahre. Ja, oder? Wahnsinn. Ja, aber die Begeisterung und die Liebe für englische Oldtimer, wir haben ja gerade schon gesehen, mit was für einem coolen Schlitten du vorgefahren bist, die teilst du mit einigen Norddeutschen tatsächlich. Auch mit einem Ehepaar aus, ich glaube, das ist aus deiner alten Heimat, aus Friesland. Jan Rimpel hat die alten Autoenthusiasten getroffen. Tja, das kann ich nur unterschreiben. Oder? Und ein bisschen platt hast du auch verstanden, ne? Ja, ich verstehe das. Sprichst du eigentlich auch? Also bedingt. Ja. Also, manchmal ein bisschen. Aber das ist schon so lange her. Ich bin ja schon so lange weg. Aber mit den Oldtimern, muss ich sagen, mit den Engländern, das ist besonders. Manche sagen ja auch, ständig tropft da Öl raus. Ne? Und dann sage ich immer,
wenn da kein Öl raustropfen würde, wäre keins mehr drin. Das ist so, also die haben so ihre Eigenarten und das liebe ich an den Kisten auch. Frank und Birgit Oltmanns hätten auch sehr gerne ein Autogramm von dir. Nicht, dass ich es vergesse. Hast du Ja, eins ja, mit kein- zufällig? kein Hast du immer in der Problem. Tasche so eins zum Rausziehen? Habe ich nicht dabei, aber habe ich Backstage. Und jetzt auch natürlich mit den ganzen Selfies braucht man gar nicht mehr unbedingt die Autogramme. Nee, Möchte sowieso aber ich jeder habe noch Bild. welche. Ah, sehr gut. Also Frank, Aber der Birgit, vielen Riley Dank. war auch super. Oder? Das Modell kannte ich tatsächlich noch Ja. gar nicht. Aber sehr schön. Und der grüne Mini, das war auch genau das Modell war auch mein erster Mini, den ich damals hatte, 1991. Ja. Und cooles Auto. Hast du praktisch mit deinem ersten Erfolg, mit der ersten Million gedacht, so, jetzt das Auto meiner Träume? Oder wann schon gut, als Jugendlicher? eine Million oder war es noch nicht, aber das stimmt tatsächlich. Mit meinem ersten Geld habe ich damals einen 83er Mini gekauft. Ja. Allerdings kein Cooper, sondern den Tausender, den normalen. Und habe das Auto auf Anhieb geliebt. Und diese Automacke, die geht auch nie weg. Nee, ich glaube auch. Einmal Oldtimer-Fan, Ja. immer Oldtimer. Und ihr grüßt euch auch immer so untereinander, oder? Immer so Ja, schon so, immer wenn man mal so. vorbeifährt. Ja, ja. Aber du hast ja nicht nur Autos und Faible für englische Autos, sondern auch für englische Möbel tatsächlich. Ne? Also du wohnst ja so ganz wie im englischen Schloss eigentlich, in deiner Ja. Villa hier Ja, vor den Toren Hamburgs. Ich mag wirklich gern so dieses ganze Englische, so dieses Traditionelle, die Einrichtung, dieses Besondere eben. Das ist so, weiß ich auch nicht, wo das herkommt, aber das hatte ich schon immer fast und habe das irgendwann über die Jahre so perfektioniert. Ist aber auch schwer und dunkel, so dieser Möbelstil, oder? Das schon, also man muss es mögen, Ja. aber für mich ist das immer, also mega, wenn man dann so von der Tournee kommt und fällt so in dieses Chesterfield-Sofa, denkt, die Welt ist wieder in Ordnung. Vor allen Dingen, das sieht aus wie vor 150 Jahren und das ändert sich ja auch nie. Das ist immer so eine Konstante im Leben. Ja, aber das entspricht dir auch, hast du ja gesagt. So als Ostfriese, du magst gerne, wie die Dinge so sind, wie sie sind und bleiben, wie sie Am liebsten, dass es auch immer so sind. bleibt. Ja. Ja. Das passt auch zu dem Song, auch vom neuen Album Groundhog Day. Du hast ja schon gesagt, täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Es ist einfach jeden Tag dasselbe. Anstrengend ist das eigentlich. Also es wirkt ja schon so, auch wenn man deine Live-Konzerte sieht, wo du Vollgas gibst und so körperlich auch dabei bist. Ich meine, du bist jetzt immer noch total jung, aber nicht mehr der Jüngste. Nee, also nicht mehr der Allerjüngste. Also, Wie ist das für dich? Also wenn man so drin ist, muss ich sagen, gerade während so einer Tournee, also dann fällt es einem gar nicht so schwer. Ich glaube, jetzt nach den ganzen Monaten habe ich ja immer Schiss, wenn die erste Show kommt, was dann passiert. Oh, Rücken, wenn du die Treppe runtergehst. Oh, Hilfe. Knie. Aber ich renne dagegen an. Ich gehe jetzt oft joggen und so, dass man irgendwie Kondition aufrechterhält. Aber eine Show ist doch was anderes. Du springst die ganze Zeit. Dann, wie gesagt, die Vocals rumschreien, rumschauten. Und naja, ich bin gespannt. Also bis zur Corona-Pandemie hat alles noch super funktioniert. Ja, aber du bist so schlank geblieben, trotz Pandemie. Viele von uns haben ja doch vielleicht das eine Ja, du oder andere aber auch. Kilo dazu. Ja, ich glaube, ich habe 1 oder 2 Kilo. Da habe ich so ein weiteres Kleid heute angezogen. Da sieht man das nicht so. Nee, aber tatsächlich, Sport, Disziplin, also du bist und bleibst dabei. Ja, also ich gebe mein Möglichstes. Natürlich, man sitzt mehr rum, das stimmt ja, man isst vielleicht auch noch mehr. Also ein bisschen habe ich das auch schon gemerkt, aber ich versuche halt so das Beste irgendwie. Hast du denn für dich so eine Perspektive? Jetzt 20. Album, seit fast 30 Jahren, es gibt Scooter, du immer noch Frontmann. Gibt's irgendwie, wo du sagst, also so lange mache ich auf jeden Fall noch? Oder? Nee, auch das ist so wie Groundhog Day, einfach immer weitermachen. Also wir planen nie weiter in die Zukunft. Wir wurden schon vor 15 Jahren gefragt, wie lange wollt ihr denn noch machen? Das fragen natürlich auch nach jedem Album wieder die Leute, ist ja auch klar. Aber wir machen dann wirklich jetzt erstmal, bereiten wir die Tour vor, sofern sie dann stattfindet. Und danach oder zwischendurch gehen wir wieder ins Studio. Und solange wie uns was einfällt, die Leute uns sehen wollen, geht's weiter. Beziehungsweise solange man nicht umfällt oder mal nicht mehr kann. Und dann sehen wir ja. Irgendwann passiert das bestimmt. Auch wie bei der Queen, weil du es ja Englisch magst. Die hat auch gesagt, sie bleibt bis zum Ende, wird auch nie abdanken. Also von daher mal gucken, was passiert. Wir haben ja gerade über deinen Hang zu antiken Möbeln gesprochen. Du magst eben die englischen aus dem 19. Jahrhundert. Und dem Handwerker aus dem Wendland, den uns jetzt Nils Uzi vorstellt, dem ist das zu alt, aber neu ist auch nicht so ganz sein Ding. Ja, cooles Haus, aber ich glaube, Tiny House ist nichts für dich. Du brauchst es groß und deshalb haben wir ein riesen Aquarium für dich gebaut. Ja, sensationell. Oder? Keine Kosten und Mühen gescheut. Nee. Also sieht toll aus. Und erinnert wahrscheinlich an die Zeit, als du da abends davor gesessen hast, Fische geguckt hast, Ja, wir hatten eins im Mundbewegungen nachgemacht. Wir hatten eins im Studio Ja. lange Zeit. Ich habe dann irgendwann den Kampf gegen die Algen aufgegeben und hab's verkauft.
Aber du hast davor echt Spaß gehabt mit dem Aquarium. Ja, ich hatte schon, also als Kind schon Goldfisch, Ja. dann irgendwann ein Süßwasser-Aquarium und dann irgendwann fiel mir ein, Mensch, das wäre toll im Studio, weil oft die Technik nicht funktioniert hat. Dann hatte man viel Leerlauf, dann dachte ich, das ist Entspannung, kann ich mich so ein bisschen um die Fische Ja. kümmern. Was hattest du so drin? Lieblingsfische, Groupies? Oder? Ich hatte Rotkopfsalmler, dann hatte ich Diskusbuntbarsche, dann hatte ich Beilbauchfische. Also auf jeden Fall Farbe. Ja, schon Ja? bunt gemischt, ja. Ja, da muss man sich ja auch ein bisschen auskennen. Ne? Nicht jeder Kleine mag ja die Großen und umgekehrt. Auf einmal sind sie alle weg, weil du... Ja, da auf jeden Also Fall. hast du schon Bücher auch über Aquaristik gelesen und Hab dich ich auch. ausgetauscht, bist in die Zoohandlung gegangen? Ja? Ja, hab ich auch. Und wer hat das sauber gemacht? Ja, das habe ich Aquarium? dann gemacht. Tatsächlich. Zum Ärger meiner Bandkollegen, weil das hat Stunden gedauert und dann Ja. konnten wir mal nicht weitermachen. Dann gesagt, hey, HP, wir müssen Vocals aufnehmen. Ja, gleich. Aber irgendwann war es echt zu zeitintensiv, also... Aber bist du so einer, der immer noch gerne Fische guckt und vielleicht auch in Ja. Zoos geht oder? Auf mich übt das schon so eine Faszination aus. Ja. Also ich mag das gerne. Wenn ich mal irgendwo komme, da steht ein Aquarium, da bleibe ich sofort stehen. Irgendwie. Ja, ihr geht doch auch, seid ihr nicht, wenn ihr auf Tour seid, so international auch immer in Zoo gegangen als Ja, Band? Oder das viel? hatte sich mal so als Running Gag verselbstständigt, ist aber auch schon Jahre her, weil wir auf Tournee, dann waren wir immer überall, wussten nicht, was wir machen sollen. Habe ich immer gesagt, lass mal in den Zoo gehen. War das ganz lustig und dann haben wir das so zur Angewohnheit, manchmal alle möglichen Zoos ausprobiert und war ganz lustig. Dieser internationale Erfolg, also ihr habt ja auch in Sydney, in Moskau, China, wo ihr überall auftretet. Kennen die alle Scooter? Ja, also in den meisten Ländern, wo wir auftreten, dann schon. Sonst würden wir nicht Ja. auftreten. Aber ja, du hast recht, in einigen Ländern ist es richtig massiv, so in Osteuropa, Australien auch Wahnsinn, überhaupt Großbritannien, Irland, Schottland, Skandinavien. Das Einzige so, Asien ist so gemischt. Also da waren wir schon mal, aber nicht so richtig. Amerika hat nie so richtig stattgefunden. Die haben ja erst Techno für sich entdeckt. Da gab es uns schon 20 Jahre. Die Amis hinken musikalisch immer ein bisschen hinterher. Ihr macht ja auch Techno-Pop. Also für die richtigen Ja. Technos, die so harten Techno brauchen und wollen. Ist das für die auch was? Also bedient ihr alles? Oder? Naja, also ich höre ja selber auch so harten Techno Ja. privat, aber wir machen das schon so, wir haben so unseren eigenen Sound irgendwie entwickelt. Das kann man so schwer bezeichnen. Vielleicht so eine Mischung Techno, Pop kann schon sein. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auf dem aktuellen Album haben wir einen Track, der heißt Anastasia, den feiern gerade alle Fans, weil das ist so richtig, also ihr könnt auch im Berghain laufen, also so richtig so eine harte Techno-Nummer, die ist gut. Machen wir dann live auch. Und die ganze fette Kohle, die ihr da über die Jahre verdient habt, die haben wir hier mal in der ganze Goldschatzkiste zusammengesammelt. Ist auch einiges zusammengekommen, auf jeden Fall. Sehr schön. Das heißt, ihr habt das neue Album raus, du planst auch die Tour. Also im Grunde geht's weiter mit dir, mit Scooter. Ja. Und ihr wartet nur drauf auf den Schuss, auf den Startschuss, dass es wieder losgeht. Auf jeden Fall. Und wenn nicht, kaufst du dir noch mal ein Aquarium, dann hast du ja weiterhin Zeit. Und Genau, kannst, dann mache ich Fische das gucken. nochmal, beschäftige ich mich da nochmal ein Jahr mit und dann irgendwann wird es ja mal weitergehen. Beruhigt auf jeden Fall. HP, vielen Dank. Finde ich super, dass du hier bist, hier warst. Sehr gerne. Wir Danke. gehen jetzt wieder an die Oberfläche raus aus dem Aquarium. Ist ja auch mal ein Feeling, so mittendrin zu sein. Ne? Ja. Tauchst du eigentlich? Ich schnorchel mal. Du schnorchelst. Guck mal, dann hast du es ja schon mal aus der Perspektive gesehen. Dein Auto wartet hoffentlich noch. Ist ja ein Hoffentlich begehrtes springt's Teil. an. Genau, hoffentlich springt's an. Und morgen zu Gast ist Dr. Matthias Marquardt. Er ist Internist, Sportarzt und Autor des Buches Erschöpft. Ja, können wir auch gute Tipps und gute Ratschläge brauchen. Freue mich auf Sie. Es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss. Tschüss.